Hallo liebe Gartenfreunde, mein Name ist Jörg Schneider von der Gartenbaumschule Schneider aus Berlin-Kladow. Heute wollen wir über den Schnitt von Oleander mal reden und auch über die Überwinterung eines Oleanders. Hier haben wir ein sehr prächtiges, schönes Exemplar, absolut gesund, keine Spinnmilben, keine Schildläuse, sehr gut gepflegt. Aber wir sehen schon Folgendes, es ist jetzt November. Und es ist zwar bei uns jetzt momentan noch relativ mild, wir haben 15 Grad, der könnte theoretisch noch eine Weile lang draußen bleiben, aber für nächste Woche haben sie Nachtfröste angesagt, also wir wollen ihn reinstellen. Was tun wir jetzt eigentlich mit seinem Austrieb und seinem Habitus? Wir müssen beachten, der soll in einer Garage transportiert werden und die ist jetzt auch nicht riesig groß und die Tür ist vor allem auch nicht besonders breit. Also schon alleine aus praktischen Gründen, um die Pflanze bewegen zu können, müssen wir sie auch leicht schneiden. Und das ist auch gar nicht weiter schlimm. Wir sehen hier nämlich an den Blattspitzen oder Triebenden noch durchaus Anlagen zu Blüten. Bloß diese werden in der Überwinterung, wenn wir ihn bei so von 0 bis plus 5 Grad überwintern. Das ist eine ideale Überwinterungstemperatur für Oleander. Nicht zu warm, sonst hat man wieder Probleme mit Schildläusen und Wollläusen und Spinnmilben. Der wird also nicht zur Blüte kommen. Deswegen, wenn ich jetzt ihn schneide, ist das eigentlich egal, wenn ich ihm jetzt diese durchaus vielleicht tollen Blütenknospen entferne. Die werden sowieso nicht zur Blüte kommen bei uns hier in Berlin in der Überwinterung. Und ich gehe jetzt einfach mal bei und nehme den Oleander, die Triebspitzen, wähle mir ein Blatt aus und oberhalb dieses Blattes schneide ich die Sprossspitze um ca. 20 bis 30 cm ab. Hier wird jetzt die Pflanze nächstes Frühjahr kräftig austreiben und auch wieder blühen. Es gibt eine Gärtnerregel, die besagt, starker Rückschnitt erzeugt starken Austrieb. Und der Oleander, wie die Rose, blüht nämlich am einjährigen Holz viel schöner als am alten Holz. Also wenn ich den Oleander jetzt so ein bisschen schärfer schneide, reize ich ihn zum Austrieb, nächstes Frühjahr. Und durch diesen einjährigen Austrieb, der stark sein wird, wenn man ihn dann zeitgleich düngt, in dem Moment, wo man ihn im Mai ausräumt und wieder auf die Terrasse oder den Balkon stellt, treibt das stark aus mit dem einjährigen Trieb. Und an diesen einjährigen Trieben blüht er deutlich besser, als wenn ich ihn nicht geschnitten hätte am alten Holz. Ja, und dann habe ich hier auch so Sachen, die gucken hier so raus. Da gehe ich bei und nehme die auch mal ganz weg. Die sehen einfach nicht schön aus. Man möchte ja eine knuffige, kompakte Pflanze haben. Man muss hier wirklich nicht um jeden Trieb jammern. Die Pflanze, wie gesagt, treibt wieder schön kräftig aus. Mein Vater hatte mal gesagt, die Pflanze braucht die Schere. So. Genau. Und hier sind auch noch Triebspitzen, die können ruhig auch noch mal ein bisschen eingekürzt werden. Und es hat ja auch was Tolles und Praktisches, nämlich, wenn ich ihn jetzt nämlich auch hier so ein bisschen kompakter mache, passt er auch viel besser durch die Tür. So, da ist er nämlich richtig schön kompakt und knuffig geworden. Aber beim Schnitt hier habe ich gerade entdeckt, hier ist so ein dicker Knüppel bei. Der wächst auch so sehr dicht und in die Pflanze rein. Und der ist schon relativ alt und vergreist. Solche alten Sprossteile kann man auch gerne mal rausschneiden. Komplett, also auch ein bisschen tiefer. Und das würde ich gerne mal machen. So, und damit habe ich den gleich entsprechend verjüngt. Und die Pflanze kann hier von innen einjährig kräftig durchtreiben. Und wie gesagt, an einjährigen Trieben blüht der Oleander viel schöner als an solchen alten, vergreisten Sprossteilen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar wertvolle Tipps in Sachen Oleanderschnitt heute hier beibringen. Wenn Sie uns besuchen möchten, sind Sie herzlich willkommen bei uns in der Gartenbaumschule Schneider in Berlin, in Kladow gelegen.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis auf bald. Tschüss.